Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Hemmel Radio 2024. Ich befinde mich am Stand der Bundesnetzagentur und das ist Tobias. Er ist Teil der Abteilung Marktüberwachung in Dortmund. Und Tobias, was macht die Marktüberwachung eigentlich? Ja, hi. Wir von der Marktüberwachung, wir überprüfen elektronische Geräte auf Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, ist ein CE-Zeichen drauf, steht der Hersteller drauf, sind das Geräte, die keine Störaussendungen verursachen. Es gibt halt europäische Normen, nach denen die Geräte getestet werden müssen. Da sind Grenzwerte festgelegt, inwieweit da Störaussendungen erscheinen dürfen bei den Geräten und auch wie störfest die sein müssen. Also wenn ein anderes Gerät Störaussendungen aussendet, müssen andere Geräte diese auch bis zu einem gewissen Pegel verkraften. Welche Geräte stehen? Was zeigt ihr damit alles? Genau, also mit der Wanderausstellung zeigen wir halt Geräte, die diese Anforderungen nicht erfüllen. Das sind verschiedene Anforderungen, die hier nicht erfüllt werden. Hier oben haben wir zum Beispiel ein paar Kinder-Smartwatches. Das sind per se keine illegalen Geräte oder Geräte, die irgendwie stören. In den Fällen ist es so, zum Beispiel bei dieser lilanen Uhr, da kann eine SIM-Karte direkt eingelegt werden. Und wenn die Mama oder der Papa dann das Kind anruft, dann nimmt die Uhr ab, ohne dass das Kind irgendeine Aktion, wie zum Beispiel den Knopf drücken muss. Und es wird auch nicht angezeigt, dass jetzt eine Verbindung hergestellt ist. Ist das halt so, das darf natürlich nicht sein, wenn das Kind jetzt in der Schule sitzt, die Eltern rufen da an und können dann alles mithören, was da im Unterricht gesagt wird, das ist halt verboten. Deswegen haben wir dieses Gerät halt vom Markt genommen. Genau. Hier unten haben wir zum Beispiel noch ein paar interessante Geräte. Hier sieht man ein Gerät, was augenscheinlich ein Rauchmelder ist. Da ist aber tatsächlich eine Kamera verbaut. Im privaten Raum ist das erstmal kein Problem. Wenn man jetzt versucht, den öffentlichen Raum zu filmen oder wenn man sein Zimmer oder seine Zimmer als Airbnb vermietet, dann möchte man, wenn man selber ein Airbnb mietet, natürlich nicht beobachtet werden. Das ist auch tatsächlich verboten. Es gibt Anwendungsfälle, die denkbar sind, wo man das benutzen kann. Beispiel wäre, ich habe einen Schrebergarten und mir wird da mein Bier rausgeklaut. Und ich möchte jetzt endlich mal wissen, wer das ist. Dann kann man natürlich in seinen eigenen Räumen das benutzen. Wenn da jemand einbricht, dann ist das natürlich auch illegal und dann hat man da auch vielleicht irgendwie einen Nachweis. Genau das gleiche ist das mit der Glühbirne. Bei der Glühbirne besteht noch die Besonderheit, dass das Videosignal und das Tonsignal direkt per WLAN übertragen werden kann. Also man muss nicht unbedingt zum Gerät zurück, um um das Material sichten zu können. Und du hast was von störenden Geräten erzählt. Genau. Das da zum Beispiel, was ist das genau und was Genau, zeigt das hier? störende Geräte haben wir hier auch. Hier ist zum Beispiel ein Mikrowechselrichter eines Balkonkraftwerks. Die Idee an sich natürlich richtig gut, Energie selber herzustellen. Mit dem Balkonkraftwerk mittlerweile auch kein großer Aufwand mehr. Man muss einfach nur bei der Bundesnetzagentur, das kann man online ins Marktstammdatenregister eintragen. Man muss sich nicht mehr beim Energieversorger anmelden. Wirklich eine super gute Idee. Allerdings ist es auch so, dass viele Balkonkraftwerke Störaussendungen verursachen, die den Amateurfunk halt eventuell auch stören können. Und solche Geräte, ähm, was beeinflussen sie denn da genau im Amateurfunk dann? Hm. Also es werden einfach, ich glaube im Amateurfunk selber heißt es Rauschteppich, also da wird halt ein Rauschteppich über verschiedene Bänder erzeugt, sodass eine Kommunikation zwischen den Funkamateuren nicht mehr möglich ist. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr doof. Habt ihr schon mal beim Zuhören vom Funk zum Beispiel solche Störgeräusche oder Störaussendungen gehört? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Auf Wiedersehen. Ciao!